Frau Raab, Sie erlebten als Kind im Alter von 7 Jahren eine Nahtoderfahrung, die Sie nie mehr vergessen haben. Wie kam das? Das ist richtig. Ich hatte starke Schmerzen im Bauch und im Rücken und die Schmerzen nahmen unter dem Tage immer weiter zu und waren so schlimm, dass ich mich gar nicht mehr bewegen konnte. Ich konnte kaum noch Luft bekommen. Und meine Mutter kam dann und sagte, sie hole den Hausarzt. Der wohnte 2 Häuser weiter nur dort, wo ich damals als Kind lebte. Und der Hausarzt kam, blickte in das Zimmer. Ich lag auf der Couch im Arbeitszimmer meines Vaters. Meine Mutter hatte mich dort zugedeckt. Und er kam, blickte mich an und sagte, meine Mutter solle sofort zu seiner Frau hinunterlaufen und sie solle die Notambulanz bestellen. Er braucht die Notambulanz und dann solle sie wiederkommen und Sachen einpacken. Für mich, ich müsse ganz schnell in die Klinik. Dann war das so, dass ich mit Blaulicht in die Klinik kam und dort eine doppelseitige Nierenbeckenentzündung festgestellt wurde. Ich kam in den Intensivbetreuungsraum und von dort an weiß ich dann nichts mehr. Also meine Mutter war dann weg, als ich wieder aufwachte und ich weiß nur noch, dass es so war, dass ganz viele medizinische Personalmenschen um mich herum liefen und viele helle Lichter brannten und dann war ich weg. Und als ich in den frühen Morgenstunden so ein bisschen zu mir kam, wuselte eine Schwester neben meinem Bett umher und sagte, ich könne ruhig weiterschlafen, ich werde in eine andere Klinik transportiert und sie macht mich gerade transportfertig. Das ging aber alles so wie im Nebel an mir vorbei. Ich kam in die andere Klinik und dann begann dort für mich als Kind eigentlich eine traumatische Zeit, weil ich nicht verstand, was die Ärzte an mir machen. Es wurde zur damaligen Zeit kaum etwas erklärt, es wurde mit Kindern gar nicht gesprochen, es wurde irgendetwas untersucht und getan und es war auch kein Besuch erlaubt. Das heißt, meine Mutter konnte nicht kommen und ich fühlte mich in der ganzen Zeit in der Klinik ziemlich traumatisiert, alleine und es ging mir schlecht, richtig schlecht. Irgendwann, Gott sei Dank, durfte ich nach Hause und meine Mutter sagte, ich würde noch ganz viel schlafen, hätte der Arzt gesagt, und sie solle mich warm halten und ich müsse strenge Bettruhe noch haben. Aber da es oben in den Räumlichkeiten, wo die Kinderzimmer waren, schon kühler war, machte sie mir ein Krankenlager bereit, wieder im Arbeitszimmer von meinem Vater auf der Couch. Dort lag ich dann und meine Mutter meinte, ich solle jetzt schlafen, sie müsse ganz schnell noch zu ihrer Arbeitsstelle und sie wäre dann wieder da, wenn ich aufwache. Meine Mutter ging, im Haus war es still, meine Geschwister waren in der Schule und mich überkam wieder diese ganz große, schlimme Einsamkeit wie in der Klinik und es ging mir richtig, richtig schlecht. Ich fing an zu schwitzen, wahrscheinlich bekam ich hohes Fieber, ich fühlte mich nass, ich fühlte mich unwohl, es war ein ganz schlimmer Zustand und plötzlich drehte sich die Welt um mich herum und ich hatte das Gefühl, mir ist jetzt ganz schwindelig und ich komme irgendwie in einen Strudel. Als Kind hatte ich so die Idee, das ist, weil mir jetzt so schwindelig ist. Und plötzlich hörte diese Strudelei, die ganz schwarz war und flimmernd und so aussah wie so ein Wirbelsturm, immer so dargestellt wird. Plötzlich hörte das auf und ich war auf einer wunderschönen Blumenwiese. Und ich hatte keine Schmerzen und es ging mir richtig, richtig gut. Und es war hell, eine Helligkeit nicht wie so von der Lampe und auch nicht, wenn die Sonne scheint, noch heller und wärmer.
aber nicht zu warm. Also es war so ein richtig schönes Gefühl und diese Blumen, diese Farben, die dort waren, die waren so bunt. So Farben habe ich hier noch gar nie wieder gesehen auf der Erde. Also ich betrachte mir immer so Blumenbeete, Farben von Blumen. Die Blumen sahen anders aus. Also die waren viel intensiver von der Farbe her und alles strahlte Wärme aus und Ruhe und Geborgenheit. Und ich hatte das Gefühl, überhaupt nicht mehr alleine zu sein, obwohl ich dort nie jemanden gesehen habe. Also um mich herum war niemand, trotzdem hatte ich das Gefühl, da ist irgendeine Präsenz, irgendwas ist hier da und ich bin nicht allein. Und ich war so glücklich, dass ich die Arme ausbreitete und über diese Wiese gewirbelt bin. Und komischerweise zerknickten die Blumen überhaupt nicht. Also ich muss geschwebt sein. Die Blumen blieben heil und blieben ganz und ich hatte, das war für mich als Mädchen damals natürlich ganz besonders schön, ich sah mich in einem Kleid wie aus Licht, als wäre ich eine kleine Sonne oder ein kleines Licht. Und das Kleid hat ganz hell geleuchtet und war ganz schön und ich wirbelte dort so herum, ganz schwerelos und alles war so wunderbar und schön. Und plötzlich hörte ich ganz weit in der Ferne die Stimme meiner Mutter und die rief meinen Namen und sagte, ich bin wieder da. Und schwupps war das ganze schöne Gefühl zu Ende. Ich hatte wieder Schmerzen, ich lag wieder völlig durchgeschwitzt und fiebrig auf diesem Krankenlager. Und ich war richtig sauer auf meine Mutter in dem ersten Moment und habe gedacht, wieso holt sie mich da jetzt weg? Das war gerade so schön und ich hätte gerne dort bleiben. Und meine Mutter kam dann und sagte, oh je, hast du Fieber? Und ich hol dir ein Fiebermittel und ich hol dir was zu trinken und ein frisches Nachthemd. Und ich wollte meiner Mutter berichten von diesem wunderschönen Ereignis, von dem ich annahm als Kind, so habe ich mir das Paradies vorgestellt. Ich habe gedacht, ich wäre im Paradies gewesen. Und ich wollte meiner Mutter das erzählen, weil ich früher in der Kirche und überall vom Paradies gehört hatte. Und meine Mutter hat auch davon berichtet und ich wollte das meiner Mutter erzählen und sie hat mir überhaupt nicht geglaubt und gar nicht zugehört und hat gesagt, ach, du bist im Fieberwahn und dir wird es gleich besser gehen und jetzt schlaf mal noch ein bisschen. Und ich war als Kind sehr traurig. Meine Mutter verließ dann den Raum und ich war einerseits traurig, dass sie mir nicht zugehört hat, dass sie mir nicht geglaubt hat, wo ich gewesen war, weil ich war ganz sicher, ich war woanders. Und einerseits war ich dann auch total erleichtert und froh und habe gedacht, boah, war das schön. Und ich habe später immer wieder als Kind, wenn ich unschöne Situationen erlebt habe, habe ich mich zurückerinnert an diese schöne Wiese und an dieses schöne Gefühl, was ich Jahre später noch nachfühlen konnte, nachspüren konnte. Und ich hatte immer so die Idee, mir kann ja überhaupt gar nichts passieren, weil wenn mir was passiert, bin ich hoffentlich wieder dort auf dieser schönen Wiese und alles ist toll. Sie haben vor gut 10 Jahren auch noch einmal eine sehr beängstigende Erfahrung gemacht. Wie kam das? Wie waren die Umstände, die dazu führten? Wir waren mit unseren zwei jüngsten Kindern, in ein sehr, sehr altes, 1800 irgendwas erbautes Herrenhaus gezogen, wo alles noch ziemlich düster wirkte und ich aber so die Idee hatte vor dem Einzug, dass man aus diesem Haus ein Schmuckstück machen könnte, dass man da vieles individuell modernisieren kann und gestalten kann und einrichten kann und so weiter. Und wir zogen dann dort ein und das erste Zimmer, was fertig war, war das Kinderzimmer. Das war vollständig mobiliert
Und die Kinder gingen dort zu Bett, die erste Nacht. Und mein Sohn kam völlig aufgelöst nach circa 2 Stunden aus dem Bett. Er war eben damals so ungefähr 4 und sagte, er könne da nicht schlafen in dem Zimmer, weil da kommen Monster aus der Wand und unter seinem Bett wären auch welche und die würden vorgucken und da könne er auf gar keinen Fall schlafen. Und ich habe als Mutter gedacht, ja, hier ist alles neu, hier ist alles fremd für die Kinder. Vielleicht ist es das Beste, wenn ich so die ersten 1, 2 Nächte im Kinderzimmer schlafe und mir da eine Matratze herrichte, dass die Kinder sich leichter dran gewöhnen an die neue Umgebung. Und ich habe dann eine Matratze neben das Bett von meinem Sohn aufgebaut und da lag ich mit dem Kopf zur Wand und die Füße praktisch in den Raum neben dem Kinderbett. Und mein Sohn ist dann dort wieder eingeschlafen, glücklich, dass die Mama jetzt daneben lag. Und ich bekam einen Albtraum nach dem anderen dort in diesem Zimmer. Und irgendwie konnte ich mich aus diesen Albträumen überhaupt gar nicht lösen. Ich wollte immer aufwachen. Ich war schweißgebadet. Ich war ganz angstvoll von diesen Albträumen. Und mir gelang es nicht, aufzuwachen. Bis ich plötzlich, da war eine lange Zeit vergangen, so habe ich das empfunden, in dieser Albtraumphase. Plötzlich habe ich richtig real hinter mir eine Stimme gehört. Die Stimme war laut und dominant, aber dennoch freundlich, klang freundlich. Und diese Stimme sagte, ob das in meinem Kopf war oder verbal, weiß ich nicht. Diese Stimme war da und sagte, wach auf. Und just in dem Moment bin ich wirklich aufgewacht und sehe unten an meinem Fußende am Bett am Matratzenende von diesem Bett eine ganz grässliche Gestalt, eine richtige Fratze, ganz höhnisch, ganz bösartig, braun wie behaart, mit großen, schwarzen, richtig bösen Augen. Und das Ding, dieses grässliche Ding, hatte die Arme so ausgestreckt nach meinem Bein. Und ich bin ganz schnell, ganz gerade gesessen auf dieser Matratze und habe mit meinem Bein gestrampelt und habe gesagt, hau ab, verschwinde. Und in dem Moment war es weg. Das Ding war einfach weg. Und ich habe mich dann im Zimmer umgeblickt und habe dann erst festgestellt, im Zimmer ist es total hell. Rings um mich herum ist es hell, obwohl die Rollladen zu waren und gar kein Licht an war. Und ich hatte dann das Gefühl, die Helligkeit kommt von hinter mir. Und ich habe mich umgedreht und habe gedacht, da ist irgendwie eine helle Präsenz hinter mir, aber das konnte ja nicht sein. Und die Präsenz war dann plötzlich weg. Dann war ich so aufgelöst, habe das Licht angeschaltet und habe mir ewig lange diese Wand betrachtet, weil ich gedacht habe, hier kann kein Licht sein. Wie kann hinter mir an einer Wand plötzlich so ein Licht sein, dass der ganze Raum hell ist, ohne dass da eine Lampe hängt? Und so im Nachhinein, als ich darüber nachgedacht habe, hatte ich so die Idee, irgendjemand hat mich beschützt, vor was auch immer, ich weiß es nicht. Jedenfalls bin ich dort sitzen geblieben auf der Matratze, bis mein Sohn ausgeschlafen hatte. Der war nicht aufgewacht von dem Ganzen, auch nicht von dem Licht. Und bis er aufgewacht ist und wir haben nie wieder in diesem Zimmer geschlafen. Wir sind dann woanders hin und ich habe am nächsten Tag eine alte Frau getroffen, mit der ich auf der Bank kurz gesessen habe, die nebendran wohnte, neben diesem alten Herrenhaus, und die mich frug, wie schlafen Sie in dem Haus, wie war Ihre erste Nacht?
und geht es Ihnen gut? Und ich am liebsten gesagt hätte, nein, mir geht es nicht gut und wir haben fürchterlich geschlafen, aber ich habe ihr das nicht gesagt, warum auch immer. Und sie hat mir dann erzählt, ja, in dem Haus, da ist schon jemand zu Tode gekommen und so weiter, wer dort gewohnt hätte. Jedenfalls in diesem Haus hatte ich danach immer nur ein schlechtes Gefühl. Ich weiß nicht. Wenn ich die Haustür aufschloss, habe ich gedacht, ich kann malern, wie ich will, die Wände frisch machen und ich kann einrichten, wie ich will und alles hell gestalten, aber dieses Gefühl, schlechte Gefühl geht nicht weg und wir sind dort ausgezogen. Ich habe da in dem Moment beschlossen, nein, das ist nicht unser Haus, wir gehen in ein anderes Haus. Und wir sind umgezogen. Können Sie sich das irgendwie erklären, warum das so ist oder so war? Ich denke mir im Nachhinein, dass in dem Haus irgendeine Präsenz war. Irgendeine missgünstige Präsenz oder eine Präsenz, der es selber nicht gut ging. Und dass ich in dem Moment mit meinen Kindern wie eine Art Schutzengel hatte. Dass irgendwie ein Schutzengel für uns da war, der uns beschützt hat und der meinen Willen aber irgendwie brauchte, um dieses Ding selber zu verscheuchen, der mich aber in dem richtigen Moment aufgeweckt hat. Nach dem Tod Ihres Vaters erlebten Sie später dann auch einen sehr eindrücklichen Nachtodkontakt. Ja, mein Vater war verstorben. Wir konnten uns von ihm noch verabschieden auf einem Sterbebett. Und es begann damit, dass mein Vater, der laut den Ärzten nicht mehr sehen, nicht mehr hören und uns kaum noch spüren konnte, jetzt dann bald diese Welt verlassen wird. Und wir hatten uns versammelt, wir waren zu viert bei meinem Vater am Bett. Mein großer Sohn, meine große Tochter, meine Mutter stand am Fußende und massierte meinem Vater die Füße und ich streichelte ihn an der Hand. Und ich habe in Gedanken zu meinem Vater gesprochen, gedanklich nur, und er hat meine Hand gedrückt. Und ich habe gedacht, da ist Reaktion da. Und ich habe dann verbal lauter mit ihm gesprochen und er hat wieder bei gewissen Sätzen meine Hand gedrückt. Und die Ärztin kam dann zu uns in den Raum und sagte, ja, der Vater geht jetzt bald. Und ich habe ihr erklärt, er muss noch was spüren, weil er hat mich gehört. Da bin ich mir ganz sicher an der Atmung und an dem, dass er meine Hand gedrückt hat. Und sie sagt, nein, das kann nicht sein. Und er holte ganz tief Luft. Und dann habe ich gedacht, erzähl, was du willst. Es ist einfach so, er hat was wahrgenommen und er hat auch jetzt das gehört. Wir haben uns dann verabschiedet, mussten dann gehen. Mein Vater war dann verstorben und nach seinem Tod, alle waren so in der Trauerphase verhaftet. Und nach seinem Tod lag ich abends bei mir zu Hause im Bett und konnte nicht einschlafen. Und schaute dann so im Raum herum und über mir die Decke, das waren so Holzvertäfelungen, Holzbalken sind über mir und da sehe ich das Gesicht meines Vaters wie aus einem weißen Nebel, wie aus Wolkenmaterial. Heute schaue ich immer in den Himmel und sehe die Wolken und denke, das war so ein Material, das sah so aus wie Wolke. Weiß neblig. Und das war das Gesicht meines Vaters, ganz groß, oben an der Decke und ein freundliches Gesicht. Und zwar nicht so, wie er gestorben ist, krank und mit schwermütigem Gesicht, sondern das Gesicht war so
kann ich ihn mir vorstellen, dass er vielleicht ausgesehen hat, wo er in seinen besten Jahren jünger war. Freundlich, ohne jegliches ohne jeglichen Gram im Gesicht und sah gesund aus und strahlend aus und lächelte auf mich herab. Und ich dachte, oh, ich vertrag wohl die Trauer nicht so gut, und ich bin aufgestanden und ins Bad gegangen, habe ein paar Schlückchen Wasser getrunken und wieder zurück, habe mich wieder in das Bett gelegt. Und jetzt immer noch über mir das Gesicht meines Vaters. Und ich habe dann gedacht, vielleicht war er auf dem Sterbebett, er war dement, wäre dement, und vielleicht ist er jetzt nochmal gekommen im richtigen Geisteszustand und möchte sich verabschieden. Und dann habe ich ihm gewunken und habe gesagt, alles Gute auf deiner Reise. Jetzt ist es sehr emotional. Und in dem Moment, als ich ihm gewunken habe, ging das Gesicht wie zu noch einem größeren Lächeln über und es verschwand. Und es war so ein schönes, eindrückliches Erlebnis, weil ich in den letzten Jahren meinen Vater ja nur noch dement erlebt habe. Und er hat mich kaum noch erkannt. Und dort hatte ich das Gefühl, er erkennt mich, er sieht mich, er verabschiedet sich. Das war sehr schön. Ja. Und ich habe im Nachhinein gedacht, jetzt geht es ihm gut. Jetzt ist er hoffentlich an diesem Ort, wo ich früher einmal war, und empfindet genauso die Aufgenommenheit und das helle Licht und diese Liebe und spürt diese Zuwendung und ist einfach glücklich, wieder glücklich. Das hat mich für ihn gefreut und hat mir sehr geholfen, die Trauer zu bewältigen. Weil ich glaube, es geht ihm jetzt gut. Frau Raab, wenn Sie auf Ihre vielen besonderen Erfahrungen zurückblicken, die Sie im Laufe Ihres Lebens gemacht haben, was für ein Bild von der jenseitigen Welt hat sich bei Ihnen entwickelt? Ich glaube heute, dass es sehr viel mehr gibt zwischen Himmel und Erde. Das, was wir so darunter verstehen oder was wir so sehen, vielleicht sind es mehrere Dimensionen. Das könnte sein, was ich aber ganz sicher weiß, dass es ein Danach gibt. Weil ich habe das gesehen, ich habe das gefühlt und ich glaube, dass das Danach für jeden vielleicht so ist, wie er es gerne haben möchte oder wie er es gerne braucht. Bei mir als Kind war das halt eine schöne Blumenwiese. Bei anderen sind das vielleicht edle Gebäude oder Wälder oder etwas anderes. Aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall ein Danach und das ist schön. Und ich finde, die Menschen sollten offen darüber sprechen. Ich habe es lange Jahre auch für mich behalten. Bin jetzt dazu übergegangen nach dem Erlebnis mit meinem Vater. Nachdem ich gesehen habe, mir ist die Trauer sehr viel leichter gefallen, weil ich mir sicher bin, dass es ihm jetzt gut geht. Und ich glaube, die Menschen sollten mehr darüber reden und sollten mehr aufeinander zugehen. Und dieses alles immer perfekt haben wollen in unserer Welt oder dieses materialistische Denken, ich brauche noch dieses und jenes und ich muss noch mehr schaffen und noch mehr tun, das ist eigentlich alles ganz unwichtig. Wichtig ist der Mensch und wie man miteinander umgeht, wie man miteinander spricht und dass man für andere da ist und dass man zuhört und nicht alles anzweifelt, sondern dem auch Glauben schenken kann oder darüber nachdenken kann, zumindest was andere erleben und was andere erzählen. Und in meiner Praxis, in meiner Arbeit habe ich sehr viele Menschen im Gespräch gehabt, die mir ziemlich das Gleiche berichten, nämlich, dass sie über ihre Gefühle, über ihre Gedanken nach außen hin nicht sprechen, weil sie sich das gar nicht trauen, dass sie sich dadurch
einsam fühlen und dass sie sich dadurch wie fremd in diesem Umfeld bewegen. Und ich glaube, es wäre schon ein großes Stück besser in unserer Welt, wenn mehr Menschlichkeit da wäre und mehr zuhören und mehr sehen und mehr nachdenken über die Dinge und bewusst durchs Leben gehen. Da brauche ich keine Millionen dazu. Frau Raab, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, gerne.